Hallo und schön, dass du dir dieses Video anschaust. Wie du es wahrscheinlich aus dem Titel entnehmen konntest, geht es heute nicht um ein Trainingsvideo, sondern ich brauche eure Hilfe. Daher bitte ich dich, dir dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Und der zweite Grund ist, ich möchte mich bedanken bei euch, nämlich für 5000 Abonnenten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Hätte ich wann habe ich gestartet mit dem Kanal? Vor 2 Jahren. Hätte ich nicht geglaubt. Es klingt immer relativ wenig. Aber man muss natürlich auch sehen, bei YouTube ist Tennis einfach auch eine Nische, gerade Trainingsvideos und Trainervideos. Daher bin ich mit diesen 5000 schon sehr, sehr zufrieden. Hoffe natürlich oder arbeite auf die 10.000 hin. Und damit mir das gelingt, brauche ich deine Mithilfe. Neben der Danksagung für die Abonnenten habe ich natürlich auch wieder was für euch. Ich habe ein kleines Gewinnspiel vorbereitet, mehr dazu allerdings am Ende des Videos. Ich möchte in diesem Video allerdings auch etwas über die kommende Ausrichtung meines Kanals sagen. Wie geht es weiter, was stelle ich mir vor und warum brauche ich eure Hilfe? Ja, zum einen ausgerichtet ist ja dieser Kanal auf Trainingsvideos für Trainer, allerdings auch für Spieler. Und ja, ich bin immer häufiger oder relativ häufig unsicher, wie es mit Englisch-Deutsch aussieht. Also mehrsprachig, ja oder nein. Im Moment, habt ihr ja festgestellt, habe ich das immer so gehandelt, dass ich Erklärvideos meistens immer auf Deutsch gemacht habe und ganze Übungszusammenstellungen auf Englisch. Viele fragen mich, warum Englisch? Es hat einfach den Grund, da man natürlich mit englischer Sprache und wenn man ein Video bei YouTube auf Englisch listet, natürlich eine größere Reichweite anspricht. Und ich stehe allerdings immer wieder so ein bisschen in der Bedrohung oder ich habe ein bisschen überlegt, ob es vielleicht sinnvoll ist, einen zweiten Kanal zu starten, in dem man Deutsch und Englisch trennt und auf dem einen Kanal nur Deutsch hat und auf der anderen Seite nur Englisch. Das würde natürlich einen erhöhten Pflegeaufwand machen und ich sage euch halt, so wie es ist, natürlich steht das, was finanziell für einen YouTuber in der Größenordnung, in der ich es bin, das, was man letztendlich an Arbeit hineinsteckt in so einen Kanal, nicht im Verhältnis. Also das, was letztendlich finanziell über Werbeeinblendungen und so weiter bei rauskommt, ist bei Weitem nicht das, was man natürlich an Zeit hineinsteckt. Und daher bin ich natürlich auch daran interessiert, mache das nicht hauptberuflich, ich bin nebenbei noch Webdesigner, bin natürlich als Trainer sehr viel beschäftigt und die Videos opfere ich mein Wochenende für und bin natürlich deswegen auch interessiert daran, dass das Ganze für mich smart zu handeln ist. Ich würde trotzdem ganz gerne eure Meinung einfach dazu hören. Wie zufrieden seid ihr im Moment mit Deutsch-Englisch? Ist das für euch ein Thema? Stört euch das komplett? Die englischen Videos bzw. die Videos, die ich auf Deutsch spreche, sind alle mit einem englischen Subtitle. Die Arbeit mache ich mir, also die sind letztendlich für die englischen Leute auch immer übersetzt, genauso wie das Video übersetzt sein wird. Allerdings ist natürlich die Frage Deutsch-Englisch getrennt. Wie seht ihr das? Und um mir die Frage zu beantworten, dürft ihr euch bitten, bei meiner Umfrage im Community-Tab hier mitzumachen. Ich poste den Link auch in die Videobeschreibung und da habe ich einige Fragen gestellt zu auch weiteren Themen, zu denen ich jetzt gleich kommen möchte. Die zweite Frage ist, wie gefällt euch das Format Drill of the Week? Wie ihr ja alle wisst, stelle ich jeden Freitag eine Übung vor oder manchmal sind es auch ein paar kleine Übungen, die thematisch zusammenhängen, stelle ich auf englischer Sprache vor und ich plane da eventuell eine kleine Neukonzeption. Im Moment ist es ja so, dass ich die Übungen im Vorfeld einmal textlich erkläre. Ich bin am Überlegen, ob ich diese textliche Erklärung weglasse und letztendlich das Video kommentiere. Also quasi, dass ihr nur den Drill seht und entsprechend meine Erklärung, wie dieser Drill funktioniert, als Audio über das Video gelegt. Was würdet ihr davon halten? Neukonzeption Drill of the Week, ja oder nein? Schaut bitte auch hier in den Community-Tab und da könntet ihr mir sehr helfen, wenn ihr bei dieser Abstimmung mitmacht. Zum anderen, und das ist bei einem YouTuber jetzt so langsam meiner Größe, sicherlich der Fall, bekomme ich hin und wieder immer mal Anfragen, Martin, gerade aus dem Ausland auch, Martin, könntest du das und das Produkt vorstellen? Könntest du dazu mal ein Review machen oder sonst was in der Richtung? Grundsätzlich finde ich das eigentlich immer eine gute Sache, denn wenn ich meine, etwas empfehlenswert zu sehen oder etwas, was euch einen Mehrwert bringt, dann würde ich auch mich bereit erklären, dieses Produkt vorzustellen. Das heißt, in Zukunft wird vielleicht das eine oder andere Produkt hier vorgestellt werden. Es wird allerdings immer ein Produkt sein, was ich auch ausgiebig getestet habe und was einen gewissen Mehrwert bringt. Ein Produkt, von dem ich selber nicht überzeugt bin, würde ich mir den Aufwand nicht machen und hier im Prinzip für meine Abonnenten mit irgendwelchen Ramschprodukten irgendwie voll spammen. Also das auf jeden Fall, das nochmal eine kleine Ankündigung für euch.
Es wird das ein oder andere Produktreview geben. Wie ich es zum Beispiel mit dem Drill Topspin Pro gemacht habe. Das allerdings war komplett unbezahlt, das habe ich aus freien Stücken gemacht, weil das war zum Beispiel ein Tool, wovon ich überzeugt war, das bringt euch einen Mehrwert. Und deswegen habe ich dort auch ohne Kooperation einfach mal ein Produktvideo gemacht. Dann möchte ich in Zukunft vor allen Dingen auch Instagram fokussieren. Bin ich im Moment aufgestellt auf Social Media? Ich habe einen Instagram-Account, der läuft auch komplett auf englischer Sprache und einen Facebook-Account, der läuft auf deutscher Sprache. In meinem Facebook-Account seht ihr immer, wenn ich neue Videos gepostet habe und wichtige Informationen rund um mein Tennistraining. Auf Instagram poste ich in Reels hin und wieder mal Vorschauen zu meinen Videos, auch einzelne Übungen. Also mit Sicherheit ein bisschen lohnenswert für euch, mir da zu folgen. Dort könnt ihr auch ein bisschen was über mich als Privatmensch erfahren. Ich poste hin und wieder auch mal aus meinem Tennistraining oder eben als Privatmensch. Also wenn ihr da Lust habt, könnt ihr gerne, auch in der Videobeschreibung steht der Link, könnt ihr mich auf Instagram und Facebook gerne kontaktieren. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die ich gerne loswerden möchte, nämlich ich habe im letzten Jahr die Bundesliga-Vlogs gemacht. Also ich bin von unseren Bundesligaspielen bin ich mitgefahren und habe von dort berichtet. Und das war ein Format, was bei euch ganz gut angekommen ist, so wie ich jedenfalls die Rückmeldung bekommen habe und mir vor allen Dingen auch extrem viel Spaß gemacht hat. Jetzt muss ich leider die Mitteilung machen, dass unsere Bundesligamannschaft aufgelöst wurde. Das heißt, im kommenden Jahr bzw. in diesem Jahr wird es keinen Bundesliga-Vlog aus der Bundesliga Herren 30 mehr geben. Liegt einfach daran, dass die Mannschaft eben aufgelöst würde. Ich persönlich habe auch für mich entschieden, nicht irgendwie weiter höherklassig dort irgendwie nochmal zu schauen, sondern ich werde in der Hessenliga weiterspielen, auch für die Herren 30, auch für die ST Lohfelden. Ob es dort einen Vlog gibt, weiß ich leider noch nicht. Ich finde es sehr, sehr jammerlich schade. Ich hätte gerne noch 2 Jahre in der Bundesliga gespielt, aber der Verein hatte andere Pläne und insofern muss ich euch leider enttäuschen, es wird leider keine Bundesliga-Vlogs mehr geben. Kommen wir zum Ende jetzt zum Gewinnspiel. Und 5000 Follower müssen gefeiert werden und wie ihr ja wisst, arbeite ich bei Tennispoint, bin bei Tennispoint angestellt und ihr könnt über mich auch immer Produkte beziehen. Ich kann euch ganz gute Angebote machen, also wenn ihr Interesse habt an einem Produkt, was ihr auf Tennispoint seht, könnt ihr mich gerne kontaktieren und ich kann euch ein Angebot dazu machen. Meine Adresse und so weiter findet ihr auf meiner Webseite tennistraining-kares.de. Also wenn ihr da was braucht, könnt ihr mich gerne anschreiben. Zum Gewinnspiel kommen wir jetzt. In Kooperation mit dem Tennispoint Store in Kassel habe ich mir überlegt, für einen von euch werde ich eine Schlägerbeseitung komplett neu organisieren. Das heißt, ihr bekommt euren Schläger komplett beseitet vom Tennispoint Store in Kassel, kostenlos. Der Schläger wird abgeholt, beziehungsweise ihr müsst ihn natürlich hinschicken, aber wird kostenlos dann versendet zum Tennispoint Store Kassel und ihr erhaltet dann euren Schläger zurück. Komplett beseitet, kompletter Service, Griffband gibt es oben drauf und das möchte ich für euch hier gerne als kleines Gewinnspiel ausloten. Das Gewinnspiel soll dann auf Instagram stattfinden. Heißt, ihr solltet mir bitte, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, bei Instagram folgen. Dort schreibt ihr mich bitte an. Einfach eine Nachricht an Tennistraining Kares mit einem Codewort. Das nennt sich dann Gewinnspiel. Und ich werde dann über Instagram dann den Gewinner ziehen, der letztendlich diese Schlägerbeseitung bekommt. Also folgt mir auf Instagram, schreibt mich an, letztendlich mit dem Stichwort Gewinnspiel und dann seid ihr im Lostopf. Und einer von euch bekommt dann seinen Schläger komplett neu gemacht. Teilnahmebedingungen nur leider aus logistischen Gründen Leute aus Deutschland möglich. Wir können leider nicht diese Aktion über die Grenzen hinaus von Deutschland machen. Daher leider teilnahmeberechtigt nur eine deutsche Adresse. Deswegen bitte ich da um Verständnis. Das war es soweit zu meinem Infovideo. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ein paar Fragen in der Community-Tab beantworten, wie es mit dem Kanal hier weitergehen soll. Und dann freue ich mich auf weitere spannende Projekte. Bis dahin, euer Martin.